Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin momentan so ein bisschen im Kranzmodus und von daher möchte ich euch diesmal einen herbstlichen Kranz mit Zieräpfeln zeigen. Als Grundlage wird mir gleich dieser Metallring dienen. Der hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 30 cm. Ihr könntet jetzt auch genauso gut einen Strohkranz verwenden, hat allerdings den Nachteil, dass man dann auch viel mehr an Material benötigt. Ja, und dann soll der noch kombiniert werden, eventuell mit diesem Strandflieder. Dann habe ich hier ein paar Rispenhortensien und noch etwas an Fetthenne liegen. Aber ob das jetzt alles noch eingearbeitet werden wird, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ja, und es kann auch gut möglich sein, dass wenn der Kranz fertig ist, dass da noch andere Sachen mit der Heißklebepistole dran befestigt werden. So, Entschuldigung. Mein Kranz hat jetzt hier schon so einen Aufhänger dran. Und ich werde jetzt meinen Bindedraht, ja, sagen wir mal, an dieser Stelle hier befestigen. Nicht, dass ich das Ende hier nachher bei dem Aufhänger dann habe meines Kranzes, dann wird es so ein bisschen friemelig. Ansonsten, wenn da jetzt kein Aufhänger dran sein sollte an eurem Kranz, dann ist das auch vollkommen egal, an welcher Stelle ihr den Bindedraht des Kranzes befestigt. Und ich verwende jetzt für dieses Projekt so einen ganz feinen Bindedraht. Die Farbe von dem Bindedraht ist jetzt auch, ja, wurscht. Wie gesagt, den mache ich jetzt hier erstmal an den Kranz dran. Ich muss hier erstmal einen Doppelknoten hineinkriegen. So, das hätten wir jetzt schon mal. Bei den Zieräpfeln werde ich jetzt erst einmal, bevor die dran gewickelt werden, das mache ich aber immer peu à peu, werde ich die Blättchen entfernen, weil die sehen so ein bisschen unschön aus, wenn die verwelken. Wenn das jetzt nicht stört, der kann die auch einfach dran lassen, die Blätter, aber ich finde das jetzt ein bisschen netter, wenn man die Blätter da abmacht bei den Viehäpfeln, genau, bei den Zieräpfeln. Der feine Bindedraht sitzt jetzt hier an meinem Metallring dran und dann werde ich jetzt mal als nächstes peu à peu meinen Strandflieder zurechtschneiden. Ja, und bis auf den Strandflieder stammt der Rest aus meinem Garten. Den habe ich mir vorhin im Gartencenter geholt. Der hat gekostet, das Bund, ich glaube 4 Euro. Den nehme ich hier immer so an der Basis dann weg, den Strandflieder. So, jetzt mache ich mir mal hier so ein kleines Bündel. Der hat jetzt eine maximale Länge von, wo ist mein Zollstock? Ja, sagen wir mal so in etwa 10 cm. Länger sollte das jetzt nicht sein, beziehungsweise wenn ihr das jetzt noch länger lasst, das Grün, ja, dann wird der Kranz letzten Endes buschiger. Strandflieder ist jetzt am Start, Bindedraht, und der wird jetzt um den Strandflieder drumherum gewickelt werden. Bei dem feinen Bindedraht müsst ihr allerdings aufpassen, im Gegensatz zu dem dickeren Bindedraht, der kann auch ganz gerne mal einreißen. Ich wickele hier jetzt auch im Übrigen immer zweimal drumherum. Dann habe ich mir schon gedacht, kommt der Zierapfel zum Einsatz, weil ich will schon überwiegend mit Zierapfel arbeiten. Der soll den Kranz nachher so ein bisschen dominieren. Der ist jetzt ein bisschen tricky einzuarbeiten. Bindedraht ist jetzt da drunter. Und jetzt friemel ich hier mit meinem Bindedraht so entlang. Oder auch nicht. Der hat sich gerade ein bisschen abgewickelt, mein Bindedraht. Ich sage ja, das ist jetzt ein bisschen friemelig. Wenn man euren Kranz auch von hinten sehen sollte, dann auch die Rückseite mitgestalten. Ist jetzt in meinem Fall aber egal. Jetzt kommt mal die Fetthenne. Die werde ich jetzt ein bisschen einkürzen. Die ist jetzt in meinem Fall etwas zu lang. Die soll dann so in etwa eine Länge haben, ja, sagen wir mal zwischen 5 und 6 cm. Dann einfach so nach Gefühl arbeiten. Auch immer zweimal drumherum wickeln. Man könnte jetzt auch noch dickere Sträußchen machen mit der Fetthenne oder auch mit dem Strandflieder. Aber ich möchte das schon so ein, ja, was heißt filigraner lassen, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Dann kann man sagen, ich mache mal Hortensie mit rein oder ich nehme jetzt wieder Zierapfel. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen vorgestellt. Kommt erst ein kleines Bündel von dem Strandflieder, dann kommt Zierapfel, dann kommt die Fetthenne, dann kommt wieder Zierapfel. Also dass schon der Zierapfel da am häufigsten an dem Kranz vertreten ist. Aber da hat man ja auch so viele Möglichkeiten, wie man das einarbeiten kann. Einfach so frei Schnauze arbeiten, wie wir hier im Münsterland sagen. Oder wenn ihr jetzt hier mal so Lücken haben solltet, dann kann man auch mal eine Hortensie damit reinmachen. Wollte ich euch auch noch mal eben schnell zeigen, wie man die Rispen, das ist eine Rispenhortensie, die werden mit der Zeit, ja, so bräunlich werden. Manchmal auch nicht, ist so eine Art 50-50. So eine Art 50-50, ja, kommt immer drauf an. Manchmal behalten sie auch die Farbe. Ne, habe ich hier meine Rispenhortensie. Ihr könnt natürlich auch Bauernhortensien nehmen. Dann schneide ich mir hier immer die Blüten so ab. Ich muss auch mal gucken, ob ich nachher noch ein bisschen Nachschub brauche. Jetzt könnte man eigentlich mal wieder den Strandflieder mit einarbeiten. Da habe ich jetzt auch reichlich vorhanden. Ich will den nämlich komplett aufbrauchen. Ja, oder ansonsten hebe ich den auf für irgendwas anderes noch. Bei dem Strandflieder hat man auch den Vorteil, wenn der verwelkt oder, ja, was heißt verwelkt? Wenn der eintrocknet mit der Zeit, der behält fast die Farbe so, wie er ist. Ich kann euch das nachher am Ende des Videos mal einblenden, so ein Projekt mit dem Strandflieder. Der sieht immer noch klasse aus.
Und die Fetthenne behält auch gut ihre Farbe, finde ich zumindest. Ne? Hier wieder Zierapfel. Man kann den Zierapfel auch zum Beispiel an einem Strohkranz mit, wie heißt es, mit Zahnstochern befestigen. Wollte ich jetzt aber nicht machen. Und ich denke, jetzt kommt mal wieder der Zeitraffer für euch. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen Nachschub an Zieräpfeln aus meinem Garten geholt. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wenn ihr jetzt hier so Lücken haben solltet, dann würde ich dazwischen einfach zum Beispiel die Fetthenne platzieren und die dann festwickeln. Und was ich total vergessen habe zu sagen, das Ganze wird dann immer so leicht versetzt eingearbeitet werden. Ich mache jetzt hier mal eben noch mal den Strandflieder dran. Guck mal, wo ist hier jetzt noch so ein bisschen Platz oder eine kleine Lücke. Den Strandflieder und die Fetthenne, die habe ich auch manchmal an der Seite mehr eingearbeitet oder halt mal, ja, so wie jetzt hier, mehr in der Mitte von meinem Kranz, wenn man das jetzt so sagen kann. So, jetzt kommt mal wieder Zierapfel. Was man bei dem Zierapfel auch machen kann, und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, wie gesagt, im Eifer des Gefechts habe ich total vergessen zu sagen, das Ganze wurde jetzt immer so ein bisschen versetzt nach unten hin eingearbeitet. Ich muss ja auch irgendwie um den ganzen Kranz drumherum kommen. Beim Zierapfel kann man auch mal, wenn es zu friemelig ist, einfach so zwischen den Zieräpfeln entlang wickeln. Ne? Das geht auch. Also wenn man das jetzt gar nicht so hinbekommen sollte, dass man nur hier im unteren Bereich vom Zierapfel das festwickelt. Wollen wir mal hier im größeren. Ah, hier fällt schon einer ab, den machen wir ab. Lege ich jetzt drauf den Zierapfel. Gehe bevorzugt unten entlang, also unterhalb der Zieräpfel. Und wenn es halt nicht geht, auch mal so dazwischen entlang. Jetzt kommt mal wieder eine Hortensie zum Einsatz. Oder eine Rispenhortensie, um genau zu sein. Jetzt habe ich ja hier wieder so eine kleine Lücke und du bleibst hier. Da kommt dann die Rispenhortensie, einfach so dazwischen. Da könnt ihr auch mal so zwischen entlang wickeln bei der Rispenhortensie oder Bauernhortensie, ne? Was auch immer ihr haben solltet. Du kommst auch mal beiseite. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Ne? Ich habe das, wie gesagt, total vergessen, das zu erwähnen. Jetzt kommt wieder Zierapfel, so ein bisschen versetzt nach unten. Und wird auch wieder mit dem feinen Bindedraht festgewickelt werden. Ich melde mich dann jetzt gleich wieder, wenn ich so ziemlich hier am Ende des Kranzes bin. Ich bin jetzt am Ende meines Kranzes angekommen und jetzt muss man ja diese Lücke hier noch schließen. Das wird jetzt leider auch ein bisschen friemelig werden. Und jetzt wird jedenfalls der Anfang meines Kranzes mal vorsichtig angehoben und ich justiere mir den Zierapfel so dazwischen. Ich sage, es ist jetzt wirklich ein bisschen friemelig. Immer hier leicht anheben. Bei den Anfang will ich jetzt nicht mit festwickeln. Jetzt kommt mal wieder Zierapfel. Das mache ich so lange, bis die Lücke geschlossen ist. Ich habe jetzt hier diesen Strandflieder die ganze Zeit so ein bisschen in der Hand, dass das höher ist. Jetzt kommt aber wieder eine Fetthenne. Nehmen wir dich oder nehmen wir hier die kleineren? Ist jetzt eigentlich auch egal, nehmen wir mal eine kleinere. Wieder anheben. Und jetzt fange ich damit an und schiebe das hier so drunter, unter den Anfang meines Kranzes. Aber ich sage ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen friemelig. Ja, ich denke, jetzt kommt nur noch Zierapfel zum Einsatz. Ein bisschen was darf da noch hin. Jetzt lege ich den Zierapfel so zwischen diesen Anfang hier, wo die Hortensie jetzt sitzt und die Fetthenne. Na, oder auch nicht. Und da gehe ich aber jetzt nur noch beim Zierapfel so dazwischen entlang. Das mache ich jetzt so lange, bis ich der Meinung ist, das Ganze ist dicht. Ja, noch einmal Zierapfel. Hier ist ja jetzt noch so ein Loch. Ich dachte jetzt gerade, ich müsste noch mal in den Garten gehen und noch mal Zierapfel schneiden, aber das reicht jetzt. Es sieht aber wirklich besser aus, wenn man die Blätter entfernt beim Zierapfel. Dann kann man aber gleich noch in die Zwischenräume Fetthenne mit einarbeiten. Das ist jetzt wirklich ein bisschen frickelig. Ach, und was ich noch sagen wollte, ihr könnt das auch immer so ein bisschen hin und her bewegen. Hier ist jetzt der Anfang, da webe ich jetzt so entlang, zwischen Anfang und Ende. Bevor ich jetzt den Draht abschneide, gucke ich nochmal, ob mir das jetzt ja so weit gefällt. Macht aber auf mich jetzt schon mal einen schönen dichten Eindruck. Ich gehe jetzt sicherheitshalber noch einmal drum herum. So, okay. Jetzt drehe ich den Kranz mal vorsichtig um, in der Hoffnung, dass die Zieräpfel auch dran bleiben.
Wo ist meine alte Drahtschere? Da. Schneide den Draht jetzt ein bisschen großzügig ab und verfriemel den mit dem bereits vorhandenen Draht. Das ist jetzt auch ein bisschen frickelig. Jetzt werde ich meinen Kranz noch überprüfen, ob man hier irgendwo noch diesen Metallring sehen kann. Und da wird aber das Grün jetzt einfach nur so hineingesteckt werden. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine kleine Lücke. So, ich habe ja die ganze Zeit auch so rum gewickelt, deswegen wird das jetzt auch so rum reingesteckt werden. Ja, und was man auch machen kann, wenn man jetzt noch Material übrig behalten haben sollte, dann kann man das auch einfach noch so hineinstecken, vorsichtig. Aber ich muss zugeben, mal einfach hier hineinstecken ist jetzt auch gerade nicht so einfach mit der Fetthenne. Die hat halt leider, oder was heißt leider, ne? Die hat relativ weiche Stiele. Einfach so vorsichtig dann nochmal dazwischen machen. Mit der Hortensie würde ich jetzt aber nicht noch nacharbeiten. Und wenn, dann kann man die schon wieder besser mit der Heißklebepistole befestigen. Jetzt kann man natürlich noch darüber nachdenken, ob man jetzt hier an den Rändern noch so ein bisschen, wie heißt es, diesen Strandflieder hervorschauen lässt. Jetzt muss ich mal selber überlegen. Da ist auch noch eine kleine Lücke. Manchmal fallen die Zieräpfelchen auch ein bisschen von alleine schon ab. Einfach, wie gesagt, vorsichtig so unter den Draht nochmal schieben. Weil so stramm sitzt der Draht dann doch nicht, als dass man da nichts mehr drunter schieben könnte. Ich habe den zwar die ganze Zeit ordentlich stramm gezogen, aber jetzt nicht so stramm, dass da jetzt gar nichts mehr geht. Und außerdem habe ich ja schon gesagt, dieser feine Bindedraht, der kann auch relativ schnell dann mal einreißen. Also Lücken kann ich jetzt an meinem Kranz nicht mehr erkennen und somit ist er jetzt auch fertig. Das benötigte Material für dieses Projekt trage ich auch wie üblich in die Videobeschreibung ein und am Ende des Videos blende ich euch noch den Strandflieder ein, wie er nach ein paar Wochen aussieht. Den hatte ich für so ein Hortensienkugeln-Projekt verwendet. Jedenfalls werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!